So, meine Lieben, heute nehme ich euch ein bisschen mit durch unseren Urlaub. Es ist eigentlich sozusagen der letzte Tag. Wir haben die anderen Tage so ein bisschen genossen, aber heute dachte ich, ich nehme euch ein bisschen mit. Ich zeige euch mal so ein bisschen die Anlage, was es hier so alles gibt, und ja, ihr könnt ja dann selber mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. Wir haben ja nicht so viel Erfahrung mit solchen Anlagen, solchen Resorts. Das ist ja unser erster richtiger Urlaub. Wir haben jetzt hier für 5 Tage um die 1.600 € bezahlt. Das soll wohl günstig sein, laut meinen Bekanntinnen und Freundinnen, die hier schon öfters waren. Ich kenne mich da nicht so aus. Wir haben hier alles all-inclusive. Hier gibt es den ganzen Tag Essen, man verhungert nicht. Man muss halt nicht putzen, nicht kochen. Das ist natürlich für mich ganz besonders schön. Ihr seht vielleicht im Hintergrund, hier sind solche kleinen Häuschen. Es ist wirklich so eine Anlage, hier fährt man rein und hier sind die ganzen Häuschen. Wir haben im Hintergrund, das zeige ich euch nochmal, ein Doppelhäuschen. Also wir sind getrennt, wir sind 5-5. Die Mädchen sind in einem kleinen Bungalow und wir sind in einem nebeneinander. Zeige ich euch auch gleich. Aber erstmal gehen wir mal vielleicht ein bisschen ans Wasser und dann gehen wir gleich zum Mittagessen. Wir haben das Frühstück schon verpasst, aber auch das ist nicht schlimm, denn es gibt halt immer wieder bestimmte Zeiten. Zum Beispiel jetzt auch könnte man Gözleme essen gehen, es wird frisch zubereitet. Oder es gibt Stellen, wo die halt immer so Pommes, Burger und so weiter anbieten. Auch im Poolbereich gibt es immer was zu essen. Die sind getrennt, also es gibt einmal den Männerbadebereich und den Frauenbadebereich. Der ist natürlich komplett blickdicht, was für uns Hijabi-Frauen natürlich Luxus pur ist, denn wir können dort einfach entspannen und haben halt keinen Stress, ne, und müssen da nicht aufpassen und sind da einfach unter uns. Das ist sehr, sehr schön, das genießen wir wirklich. Die Kinder haben schon alle einen ganz schönen Sonnenbrand bekommen. Von daher, man muss da wirklich aufpassen, ne, wenn man da nicht gewöhnt ist, so viel Sonne, obwohl ich gut eingecremt habe. Nun gut, deswegen haben wir uns auch entschieden, dass wir erst nachmittags wieder in den Pool gehen. Aber ja, wir schwenken mal jetzt einmal rüber und zeigen euch mal alles. Auch wenn man kleine Kinder hat, ist es sehr, sehr schön. Hier gibt es viele Spielmöglichkeiten. Ich zeige euch auch gleich den Pavillon. Abends gibt es immer so ein bisschen Programm für die Kleinen und auch für die Großen. Also langweilig wird es einem hier auf jeden Fall nicht. Ich finde cool auch diesen kleinen Sportspielplatz. Da sind abends die Kinder auch immer drauf. Fußball können die spielen, Volleyball glaube ich auch. Ne? Das Einzige, was halt leider schade ist, man kann das Meer hier nicht genießen. Leider ist das, wie soll man sagen, nicht badetauglich. Ich würde mal so sagen, ich zeige es euch am besten, dann könnt ihr euch selber einen Eindruck machen. Hier gibt es viele Sitzmöglichkeiten, mehrere Pavillons, wo es immer Tee, Kaffee und was zu essen gibt. Hier ist zum Beispiel abends immer das Abendprogramm sozusagen. Und ja, hier kann man auch schön am Wasser sitzen, also das ist natürlich auch so schön. Aber da wir ja dann hoffentlich, ach so, das habe ich ja gar nicht gesagt, ne? Ich habe ja gar kein Update gegeben zum Auto. Heute werden wir dann erfahren, ob es überhaupt morgen weitergehen kann. Geplant war ja morgen, also wir haben offiziell morgen den Checkout um 12 Uhr aus den Zimmern. Und da war geplant dann die Fahrt jetzt dann nach Samsun. Das wären ungefähr auch noch mal 10 Stunden Autofahrt. Ja. Jetzt haben sie in der Werkstatt geguckt, eventuell, dass es, ich habe jetzt vergessen, was das ist, aber auf jeden Fall so eine Filter, der jetzt gewechselt wird und gereinigt werden, irgendwelche Teile. Und wenn es nur das war, dann ist gut, dann könnten wir sozusagen morgen los. Aber wenn es jetzt was Größeres an Reparatur ist, müssten wir jetzt noch mal warten und eventuell hier vielleicht noch mal ein paar Tage dranhängen, wenn es möglich ist. Also das werden wir auf jeden Fall schauen, aber ich halte euch auf dem Laufenden. So, jetzt, wie ihr seht, die Atmosphäre ist aber trotzdem sehr schön, so mit dem Wasser und dass man hier so sitzen kann. Ich zeige euch gleich, gehen wir Mittagessen. Also das Essen ist wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Vor allem, es gibt so viel Nachtisch. Nicht wahr, Zehra? Ja. Es gibt so viel Nachtisch und ich bin ja so eine Naschkatze und ich muss immer so viel vom Nachtisch nehmen. Also das Essen ist wirklich sehr lecker. Es ist eine sehr, sehr große Auswahl. Gerade so Abendessen finde ich so am besten. Ne, jetzt gehen wir gleich zum Mittagessen. Dann zeige ich euch mal, was es da so alles gibt. Aber ja, das ist auf jeden Fall super. Da gibt es nichts zu meckern. Also wie ihr seht, vielleicht hier im Hintergrund, also es ist halt nicht wirklich so ein typischer Badestrand. So sieht es hinter den Kulissen aus. Ich filme gerade heimlich.
Zu mir, Kinder, zu mir. Mal nicht. Du weißt nicht, was mein Instagram gesagt hat. Beobachten Sie mal. Ich trinke hier meinen Kakao. In Türkei gibt es sogar Premium türkische Mülleimer. Wundervoll. Hier. Wunderschöne Mülleimer gibt es hier. Türkische Mülleimer mit 500 Karat Gold innen drin. Und ja. Ja, das wurde aber uns natürlich am Telefon auch gesagt, dass es natürlich hier nicht so wirklich eine Bademöglichkeit gibt. Aber das war uns auch nicht wichtig, weil wir ja auch noch in Samsun am Schwarzmeer sind und da geplant haben, dann ins Meer zu hüpfen. Hier war eher das wirklich dieses am Pool genießen, getrennt unter Frauen, sich ein bisschen bräunen und sonnen zu können. Das war eigentlich so das, was wir uns auch gewünscht haben und das ja, wurde eigentlich auch alles erfüllt. Abends kann man sehr schön auch in Istanbul sehen. Jetzt natürlich ja, hell und es leuchtet nichts, aber abends kann man auch ein bisschen ja, Istanbul erkennen. Und auch da sind wir nachts leider über die Brücke gefahren. Das ist eigentlich ein sehr schöner, sehr schöner Ausblick. Ja, nachts war es auch sehr schön, aber tagsüber wäre es natürlich noch schöner gewesen. Es ist trotzdem eine schöne Atmosphäre und es ist super heiß, aber wir haben natürlich auch Glück gehabt mit dem Wetter, ne, dass wir auch die ganze Zeit in den Pool gehen konnten. Und ja, vielleicht zeigst du dir einmal die Bräune der Kinder. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, ich bin auch ganz schön braun geworden. Ich habe mich sehr viel eingecremt. Ich muss ja aufpassen. Ich bin, glaube ich, auch die Einzige, die nicht wirklich einen Sonnenbrand hat. So ganz leicht an den Schultern, aber ich habe es noch gut gerettet. Aber ja, da die Kinder ja wirklich die ganze Zeit im Wasser waren, ja, ist es dann natürlich schwer, auch wenn ich immer wieder eingecremt habe, da, ja, aufzupassen. So, jetzt gehen wir einmal zum Mittagessen. Das ist jetzt eine ganz gute Zeit, weil eigentlich so 12:30 Uhr ist selten, dass Leute Mittagessen gehen. Die meisten sind jetzt auch am Pool und dort gibt es ja wie gesagt auch Essen, aber da ist die Auswahl jetzt nicht so groß. Es ist eher so ein bisschen Fastfood-mäßig. Und es gibt auch Salat und Obst und ja, so Burger oder so Schnitzel, Pommes, solche Sachen. Aber ja, da wir jetzt das Frühstück nicht gegessen haben und schön lange ausgeschlafen, gehen wir jetzt zum Mittagessen. Dann kann ich euch das mal zeigen, wie es da aussieht. Guck mal, hier gibt es Sitzbank-Schaukeln. Ich will auch mit Schaukeln jetzt hier. Und wie ist es auf einer Sitzbank-Schaukel? Es ist einfach sitzig. Allah. Es ist sitzbar. Oh, ist ja richtig gemütlich. Ein bisschen quietschig. Das ist ein Eschek. Jetzt wird erstmal was gegessen.
Jetzt ist ja Mittagszeit, da ist es relativ leer, ist vor allem noch früh. Wir haben ja von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr Mittagessen, jetzt haben wir es 13 Uhr. Da gehen nicht so viele essen, die meisten sind auch am Pool und dort gibt es ja auch was zu essen. Abends ist es hier sehr, sehr voll, sehr, sehr laut. Genau, und wir essen jetzt, lassen es uns schmecken und dann machen wir uns auch langsam ja, für den Pool bereit. Dort kann ich euch natürlich nicht mitnehmen. Aber ja, ihr könnt ja, ich kann euch ja gerne diesen Ort hier verlinken. Das ist natürlich alles selbst bezahlt, das ist jetzt hier keine Werbung oder sowas. Aber falls es euch interessiert, könnt ihr ja gerne mal reinschauen. Da gibt es, glaube ich, auch Bilder und so weiter von dem ja, Badeschwimmbereich. Ne? Aber wir essen jetzt erstmal, gehen dann schön schwimmen und genießen die Sonne und sehen uns dann beim Abendessen wieder. Hier gibt es auch so ein paar Tiere, die man sich angucken kann, ist auch ganz süß. Und wir haben eine Katzenmama gefunden mit ihren Babys und dort gehen wir immer täglich hin mit den Kindern und bringen ihr was zum Essen mit. Hier sehen Sie Michael Chicken, das Modelhühnchen. Da sitzt es mit seiner Frisur. Keine Ahnung. Michael Chicken, kannst kurz rüber gucken? Hallo? Michael Chicken. Aha, er kommt. Hier ist zum Beispiel der Eingang für den Männerbereich zum Schwimmen. Hier haben wir den Eingang für den Frauenbadebereich. Dort ist auch unten ein Hammam und Massage. Ich glaube, heute gönne ich mir auch mal eine Massage. So etwas ist zum Beispiel dann extra zu bezahlen. Ich weiß auch nicht, wie teuer das ist, aber eine Massage gönne ich mir. Sauna ist da, wie gesagt, Hammam. Und dann der Schwimmfrauenbereich, den ich euch natürlich nicht zeigen kann. Hier gibt es sogar eine kleine Moschee, in der man beten kann. Kann natürlich auch auf dem Zimmer beten. Dort ist auch ein Gebetsteppich vorhanden. Oder man nutzt die kleine Moschee, die hier ist. Das hier ist unsere Unterkunft. Das ist jeweils ein Häuschen und das ist jeweils ein Häuschen. Also das Ganze ist für 5 Personen und das für 5 Personen. Ich zeige euch jetzt mal die eine Seite, wie das aussieht. Kuckuck, hallihallo. Hier kommt man dann direkt in den, ja, sozusagen Wohnzimmerbereich mit einem Fernseher. So, das Gute ist, hier ist alles klimatisiert, das ist natürlich sehr angenehm. Dann haben wir den ersten Schlafbereich mit einem Doppelbett und einem Einzelbett. Die Mädchen haben den jetzt so rangeschoben, dass sie ein Riesenbett haben. Eigentlich stand er so ein bisschen auseinander. Klimaanlage, ja, mehr ist hier auch nicht drin. Hier haben wir einen Kleiderschrank. Da geht es zum Badezimmer. Hier ist ein kleiner Schreibtisch. Und hier ist dann das Hauptschlafzimmer sozusagen, auch Doppelbett. Hier ist dann auch ein Fernseher und auch hier Kleiderschrank und ein kleiner Schminkschreibtisch sozusagen. Ist natürlich jetzt schon, was ist heute? 4. Tag. Ist natürlich alles unordentlich hier, ne? Geputzt habe ich nicht, also ist unordentlich. Hallo? Hallo, darf ich einmal reinkommen und hier zeigen? Ja. Wie schön hier es aussieht. Oh, kein Glück. Also, hier wie gesagt, Wohnzimmerbereich. Hier schlafen die Jungs, so sieht es nämlich aus. Einzelbett, Doppelbett. Hier habe ich mich eingerichtet. Ja, hier ist wie gesagt Schlafzimmer, Fernseher, Doppelbett und so weiter. Ja. Genau, und hier liegen natürlich noch Handtücher und so. Gar nicht aufgeräumt. Und hier ist das Badezimmer, Föhn ist da. Alles da, was man braucht. Dusche. Mehr braucht man eh nicht. Und ja, das war's. Hier ist zum Glück ein schöner großer Spiegel.
Ist der Chef? Ja. Ja. Wollen wir gleich schwimmen gehen? Ja. Jetzt ist Abendessenzeit und es ist jetzt rappelvoll. Beim Abendessen ist wirklich jeder da. Und daran kann man sehen, wie voll es hier ist und jeder will mampfen. Es ist immer so schwer, sich zu entscheiden, was esse ich denn, weil die Auswahl einfach so groß ist. Wir wollen uns aber ein bisschen beeilen, weil wir wollen noch den Sonnenuntergang genießen und dort ein bisschen Fotos machen. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. So, meine Lieben, das letzte, das ihr gesehen habt, war, dass wir zum Abendessen gegangen sind. Und vielleicht habt ihr noch gemerkt, ich bin da plötzlich losgeflitzt, weil die Zeynep der Meinung war, ich muss jetzt mal ohnmächtig werden. Und man hat alle Teller fallen lassen und hat sie noch aufgefangen. Passiert. Manchmal habe ich das Gefühl, so irgendwie passiert gerade sehr viel Pech. Und andererseits denke ich, ja, ist auch noch mal normal. Also ich bin zum Beispiel in dem Alter regelmäßig umgekippt. Hat mir meine Mutter gestern Abend auch noch über WhatsApp haben wir telefoniert. Meint sie, ja, du bist andauernd umgekippt, sagt sie. Ich habe dir die Haare gemacht, plötzlich habe ich mich umgedreht und da lagst du auf dem Boden. Ja, aber Zeynep hat irgendwas, ne? Irgendwie der Fisch vom Abend vorher ist hier nicht bekommen oder so. Die hatte nämlich an dem Morgen auch einmal erbrochen. Und dann lag sie eigentlich ja, den ganzen Tag im Bett und dann ging es ihr abends eigentlich ganz gut, dass wir dann aufgestanden sind und wahrscheinlich auch, weil die Räume klimatisiert sind und wir dann rausgegangen sind zum Essen anstellen, ja, ist ihr Kreislauf da kurz mal zusammengebrochen. Aber jetzt bist du fit? Ja. Ja, ihr geht's wieder gut. Alhamdulillah. Alles gut. Wir haben es jetzt 11 Uhr. Wir haben 11:30 Uhr jetzt Checkout. Das ist ja auch der offizielle Tag, an dem hier dieser Urlaub hier im Resort endet. Wir warten jetzt einfach nur, weil wir müssen nur 11:30 Uhr das Zimmer verlassen, aber wir können uns hier trotzdem weiter aufhalten. Denn das Auto wird gerade, also heute Morgen ist das Teil, was im Auto repariert wird. Das sind die Einspritzdüsen, werden gewechselt. Genau, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt müssen wir halt nur ganz viel beten, dass es wirklich das war, denn das wird gerade ausgetauscht und wir warten halt jetzt dann auf die Info, ob jetzt auch alles gut ist. Dann können wir nämlich direkt losfahren, so wie es geplant war, weiter nach Samsun. Das sind ungefähr, ich weiß jetzt nicht, um die 800 Kilometer, glaube ich, die wir dann nochmal fahren müssen. Deswegen wäre gut, wenn wir da auch zeitig losfahren, dass wir dann nicht dann mitten in der Nacht fahren. Ja, und das nächste eigentlich, wir haben auch gar keine Unterkunft in Samsun. Wir hatten jetzt zwar so mehrere so im Hinterkopf, wir wollten ja in Atakum bleiben. Also ein paar Optionen haben wir, müssten wir mal da anrufen, aber ich denke dadurch, dass wir, wer weiß wann wir wo ankommen, werden wir sowieso erstmal zu ja, den Großeltern gehen und ja, wahrscheinlich werden wir vielleicht da erstmal übernachten und dann schauen wir mal, wo wir dann eine Unterkunft finden. Ja, also es ist alles sehr abenteuerlich, wie ich es mir schon gedacht habe. Und wir machen einfach alles spontan, weil, ja, vielleicht habt ihr gemerkt, ne, wenn ich so schön alles plane, dann ist dann auch irgendwie, ist man dann noch enttäuschter. Ne, habt ihr ja gesehen, mein Haul, was ich alles eingekauft hatte und dann war die Hälfte im Auto geblieben. Von daher braucht man sich nicht so einen Stress zu machen. Vielleicht ein kleines Fazit zu hier. Meryem, magst du ein Fazit sagen vielleicht? Auch mal so als deine Meinung, wie du das hier so fandest? Gut? Also ich sag mal so, es ist jetzt so, wer jetzt so ein bisschen, sage ich jetzt mal, Luxus erwartet, der findet den hier nicht. Also es ist alles sehr
ist schlicht, ne? Es war zwar sauber, das Bad könnte zwar ein bisschen mehr gebrauchen, so ein bisschen Fugenschimmelentferner oder sowas. War okay. Ich sag mal so, zum wirklich Entspannen war es jetzt auch nicht wirklich, also für mich vor allem, weil, sage ich mal, jetzt so Pool und so war schön, also Schwimmen und so für die Kinder ganz toll, aber da war halt viel mit Musik und die haben da viel getanzt, die ganzen Frauen, die waren halt unter sich, die konnten sich austoben. Das war jetzt nicht so meine Welt, ich wollte eher so ein bisschen so entspannen am Pool, habe ich teilweise machen können. Und ja, Essen war super lecker, hatte ich schon gesagt. Das Einzige ist halt wirklich dieses Anstellen, ne? Also es ist schon ein bisschen anstrengend. Ich glaube, vorher war es eigentlich so, dass jeder sich immer selber nehmen konnte, so, dann wäre es schneller gegangen von der Reihe her. Aber wegen Corona ist halt dann die Regel gewesen, dass man da so einen Abstand halten musste zum Essen. Und die Mitarbeiter dort haben einen eben das auf den Teller gepackt, was man dann haben wollte. Das hat das Ganze aber so ein bisschen verzögert. Das heißt, ne, zum Mittag habt ihr ja gesehen, da war es relativ leer, weil halt die meisten am Pool waren. Das war ganz gut, aber gerade so Frühstück und Abendessen war dann schon ganz schön anstrengend. Also ich hatte zum Beispiel heute Morgen auch nicht wirklich Lust, mich dann da nochmal anzustellen. Preis-Leistung ist eigentlich in Ordnung, ne? Also für 10 Personen, wie gesagt, ich kenne mich halt nicht so gut aus, weil das erste Mal ist, dass wir sowas gemacht haben. Aber ja, wer nach so etwas sucht, für den denke ich, ist es empfehlenswert. Und jetzt geht es gleich weiter. Also wie gesagt, jetzt schauen wir mal, packen wir unsere Taschen und gehen uns mal da ans Meer, suchen uns da einen schönen Sitzplatz. Wir können ja trotzdem, wie gesagt, hier bleiben und noch essen und so weiter, Mittagessen und so. Und dann schauen wir mal und hoffen wir mal, dass das Auto fahrtüchtig ist und es weitergehen kann. So, wir sind jetzt nochmal beim Mittagessen. Die Männer müssten jeden Moment kommen, diesen losgefahrenes Auto von der Werkstatt abzuholen und dann geht's los nach Samsun, inshallah. Wenn alles gut läuft, sind wir heute Nacht dann da. Wir haben da übrigens auch noch keine Unterkunft. Wir fahren erstmal zu meinen Schwiegereltern und dann werden wir sehen. Ich genieße das letzte Mal noch hier die leckeren Süßspeisen. Ja, die Auswahl ist immer riesig. Ich bin so, also beim Essen ist bei mir nicht so wichtig. Ich hatte gerade so ein bisschen schön so Champignon mit bisschen Bulgurreis und Salat. So, da mag ich es gern gesund, aber beim Nachtisch, da kann ich nicht widerstehen. Da muss ich so viel wie möglich probieren. Das ist das Einzige, das werde ich vermissen. So viel lecker Nachtisch. Aber wir werden uns auf jeden Fall durch Samsun essen. Das auf jeden Fall. El Chapo Beats, the hottest music producer. Das Auto fährt und wir gehen hinter dem Auto hinterher. Ja. So macht man das auch. Ja. Wusstest du das? Wir sind in 22 Stunden da und die sind in 8 Stunden. Nummer 1 Kind, Sonnenbrandkind, schon die ganze Haut abgeschält. Wollt ihr mal erzählen, was hat euch am besten gefallen und was hat euch hier nicht so gefallen? Oder ihr könnt ja auch sagen, was habt ihr erwartet? Ist irgendwas anderes, was ihr erwartet habt? Könnt ihr mal erzählen. Also mich hat ich dachte, das Meer wäre sauber und dass man da schwimmt. Nee, das haben wir ja gesagt, dass das hier nicht sauber ist. Dass wir erst in Samsun in das Meer reingehen werden. Das hatte ich gesagt. Das hatte ich gesagt. Ah. Ich hätte gesagt, dass wir hier nur schwimmen werden am Pool und dass, wenn wir im Samsun sind, dass wir am Meer sein werden. Was hat dir am besten gefallen? Kazandibi. Der Nachtisch. Ja. Den kriegst du überall in der Türkei. Nee, nur hier. Husa, was hat dir am besten gefallen, was hat dir nicht gut gefallen? Das Schwimmen hat mir am besten gefallen und das, was mir am wenigsten gefallen hat, war, keine Ahnung. Gibt's nichts? Die Sonne. Die Sonne hat dir nicht gefallen? Doch. Dass die euch verbrannt hat, das hat dir nicht gefallen, ne? Ja. Ja. Dass ihr gleich am ersten Tag so einen Sonnenbrand geholt habt, ne? Kannst ja mal deine Schulter zeigen. Ja. Looks very Ja, oh. Ja. Ja. Das war der erste Tag. Der hat euch kaputt gemacht.
So, Adam. Willst du noch was sagen? Also mir hat der Pool... Ich möchte was sagen. Ich will was sagen. Ich möchte was sagen. Ich. Könnt ihr beide was sagen? Also okay. Ahmed fängt an. Der Pool hat mir am meisten gefallen. Und was mir nicht gefallen war die Hamburger, weil die kalt waren. Ich wollte sagen, was mir am meisten gefallen würde, wenn ich hier einen Daumen hoch hier Erhalten würde. dieses Video. Genau. Und wenn ihr das nicht macht, ich komm back. Evine gelirim. Kapını kırarım. Böyle alacağım, duvara asacağım. So, meine Damen, die Esma, zeig mal deinen schönen Sonnenbrand. So, ihr könnt ja mal sagen, was hat euch hier am besten gefallen, was hat euch nicht so gefallen oder wurden eure Erwartungen übertroffen oder habt ihr euch das anders vorgestellt? Was meint ihr zu der Sache? Würdet ihr hier nochmal wiederkommen wollen? Ich fand am besten den Swimmingpool. Swimmingpool war am besten? Ja. Und was war nicht so gut? Dass der Strand so stinkt. Der stinkt voll. Stinkt. Ja, das Wasser. Ich wollte so eine Muschel aufheben und dann riecht immer voll. Esma? Ich fand auch den Pool gut, aber es war ein bisschen zu laut. Zu laut, ne? Ja. Ein bisschen chaotisch, ne? Also ich fand am besten beim Schwimmbad die Rutsche. Und ich fand auch das Essen lecker und das Süße, Gebäck. Süßspeisen. Und Schlechtes gab es nichts. Nee? Nee. Also ich fand alles schön. Und ich würde wiederkommen. Ja? Ja. Die Rutsche. Rutsche? Ja. Wer meinte, dass er sich vorgestellt hat, dass irgendwie ein Kellner kommt und bedient? Ich. Du? Ja. Was hast du? Wie Also hast ich habe mir auch so vorgestellt, dass es so einen Tisch gibt. So ein langer Tisch, wo so Schoko, Wasserbrunnen und so gibt. Ja, so ein langer Tisch, so wie beim Film. Nicht so ein Traumbild oder was? Naja, das gibt's schon, aber das ist dann natürlich in anderen Hotels, die nochmal ein bisschen luxuriöser oder teurer sind. Aber das war hier auch schön. Was reimt sich auf Reis? Was reimt sich auf Türkei? Bye bye. Goodbye.